Die Programmiersprache Mojo ist veröffentlicht worden. Man kann sie nun endlich benutzen. Mojo wird von manchen als die Sprache gehandelt, die Python, Rust, C und C++ und am besten gleich alle anderen mit ersetzen soll. So performant wie reines C, so angenehm zu schreiben wie Python und entwickelt wurde die Sprache übrigens von keinem geringeren als Chris Lattner, der auch die Swift-Programmiersprache entwickelt hat. Dazu ein kleiner Take. Ich habe mit sehr vielen Swift-Entwicklern gesprochen und ich habe sie alle sagen hören, dass sie am liebsten nichts anderes mehr nutzen wollen. Swift hat halt den Nachteil, es ist Apple-Ökosystem und nur dort. Aber sie ist wahnsinnig beliebt als Sprache. Mojo hingegen ist Cross-Plattform. Und wie Chris Lattner im Interview selbst sagte, hat Swift sogar einige Designentscheidungen verkackt, weswegen Mojo nochmal besser sein soll. Also, dieses Video hier ist zwar noch kein Tutorial, soll aber erstmal klären, ob Mojo für dich eigentlich relevant ist und was eigentlich überhaupt diese Sprache soll. Warum brauchen wir überhaupt Python++? Versteht mich nicht falsch, ich liebe Python. Ich programmiere Python seit mehr als 10 Jahren. Ich empfehle jedem Anfänger Python als erste Sprache zu lernen, weil es wahnsinnig einfach zu verstehen ist von der Syntax her. Aber man kann auch richtig funktional und mit Klassen und Vererbung viel machen. Dazu muss man sich aber keine Gedanken über Typen machen. Man kann sie aber trotzdem optional angeben. Und wenn man ein kleines bisschen verrückt ist, kann man auch eine Advent of Code Challenge in einer einzigen Zeile Python schreiben und mit Currying und Lambda um sich werfen. Aber gut, der wahre Vorteil von Python ist aber, es gibt einfach unsäglich viele Bibliotheken. Und das ist sehr, sehr gut für Data Science vor allem. NumPy macht numerische Mathematik so einfach wie nie. Pandas erleichtert die Arbeit mit großen Datenmengen und TensorFlow und PyTorch sind die Go-To-Bibliotheken, mit denen neuronale Netze und KI entwickelt werden. Damit werden in der Forschung und mittlerweile auch immer häufiger in Production KI-Anwendungen geschrieben. Denn Python eignet sich hervorragend, um verschiedene komplexe Anwendungen und Codefragmente zusammenzukleben. Und genau das wissen auch die Ersteller von Mojo. Sie wollen Teil der Python-Welt sein und schreiben, sie und Mojo sind eine Art Superset für Python. So etwas wie Python++. Man kann also auch einfach reinen Python-Code in Mojo schreiben, so wie man in C++ auch C-Code schreiben kann. Wir gehen jetzt hier mal nicht auf alle Details ein, aber das können wir gerne in einer richtigen Tutorial-Reihe machen, falls da Interesse dran besteht. %Python heißt einfach, ihr könnt Python-Code direkt einfügen. Man kann diesen aber auch noch tunen, sodass er sehr insane wird mit Features, die Python so einfach nicht haben will. Und Python-Code ist übrigens eigentlich per Design auch erstmal Mojo-Code. Zumindest soll das so sein, wenn es fertig ist. In den meisten Fällen muss man also nicht mal %Python hinschreiben, sondern wenn man Python hat, hat man auch direkt Mojo-Code. Mojo ist aber ein Superset für Python. Das heißt, ich kann Python schreiben, ich kann aber auch noch mehr schreiben. Sowas wie alloc zum Beispiel, das Speicher zuweist. Da muss man sich in Python erstmal keine Gedanken drum machen. In Mojo kann man sich Gedanken darum machen, man muss aber nicht. In Mojo kann man Typen und SIMD nutzen, Single Instruction Multiple Data, man muss es aber nicht tun. Und das ist sehr cool. Also einen Teil von Mojo könnt ihr schon, zumindest komplett automatisch, wenn ihr Python könnt. Und ihr müsst nichts Neues dazu lernen. Aber ihr könnt jetzt quasi noch mehr Features einbauen. Der Witz an der Sache bei Python ist nämlich, die ganzen Bibliotheken, die in Python so super hoch gelobt werden und die alle benutzen, werden nicht in Python geschrieben, sondern in C bzw. C++. Und dann werden Python-Bindings erstellt, sodass wir sie in Python nutzen können. Das Problem ist nämlich, Python ist sehr langsam. Und zwar so sehr, dass in einigen Benchmarks für beispielsweise Pfannkuchen Redux braucht Python für die Ausführung eines Programms 913 Sekunden. In C++ sind es 3. Das kann also ein Faktor 300 sein, wo sich die beiden unterscheiden. Und zugegebenerweise war das der beste C++-Tag und der schlechteste in Python. Und in Python 3.11 ist die Geschwindigkeit massiv besser geworden, aber an C++ kommt es niemals ran. Nicht mal ansatzweise. Und in der Praxis
hat das ziemlich direkt Implikationen, vor allem gerade mit dem KI-Hype. Stellt euch vor, ihr entwickelt eine KI mit Python, weil das einfach die Go-To-Sprache ist und alle Bibliotheken sind eben für Python. KI zu entwickeln ist schwer. Es ist sehr anspruchsvoll und mit Python ist das Ganze ein bisschen einfacher, als wenn man sich jetzt auch noch in C reinfuchsen muss. Nehmen wir jetzt an, ihr nutzt dazu TensorFlow. Dann kostet euch die Ausführung von 100.000 Befehlen für dieses bestimmte Netz 1,66 $, unter bestimmten Voraussetzungen auf bestimmten Servern. Nicht so wichtig. Macht man genau dasselbe Setup mit Modular, der Plattform von Mojo, kostet das 56 Cent. Ihr könnt also eure Kosten einfach nur dadurch dritteln, wenn ihr die Sprache und die Plattform effizienter macht. Wenn das jemand den Leuten von OpenAI steckt, dann wird ChatGPT wieder kostenlos. Für alle, I guess. Aber dazu kommen wir nachher nochmal detaillierter. Konkret könnt ihr aber sogar schon einiges davon testen. Gleichzeitig hat Python eine sehr unpraktische Designentscheidung getroffen. Das Global Interpreter Lock, GIL. Python ist effektiv nur in der Lage, einen einzelnen Thread zu benutzen. Ein ganz kurzer Exkurs an der Stelle. Bei einem Computerspiel kann man sich sowas sehr gut vorstellen. Nehmen wir an, wir sind in Witcher 3 und wir berechnen die KI, also welcher Charakter das macht, was er eben gerade tut. Der eine läuft über die Straße, der andere ist ein Händler. Wenn wir nur einen Thread benutzen, dann berechnen wir im Endeffekt auf diesem einen Thread Händler, Straße, Betriebssystem, Händler, Straße und so weiter und so fort. Wir müssen also ständig den Kontext switchen, hin und her wechseln und das kostet noch mehr Zeit. Wenn wir mehrere Threads haben, kann ein Kern eures Prozessors den Händler berechnen und ein Kern berechnet den anderen, der über die Straße geht. Und dann haben wir zum Beispiel nochmal einen fürs Betriebssystem. Kann euer Prozessor sogar noch Hyperthreading, dann kann ein Kern sogar 2 Threads gleichzeitig ausführen. Es gibt in Python Wege drum herum um diese ganze Problematik, aber die sind sehr umständlich und komplex und meist viel zu viel für eine normale Anwendung. Dadurch sind die Anwendungen in Python einfach meistens sehr viel langsamer. So, und hier liegt die große Magie von Mojo-Optimierung. Laut der Website von Mojo gibt es Aufgaben, die in Mojo bis zu 68.000 Mal schneller laufen als in Python 3.10. Dazu wird übrigens im Vergleich angegeben, dass reines C diese Aufgabe 5.000 Mal schneller als Python schafft. Und das, wenn ihr mal mitgerechnet habt, macht Mojo 13,6 Mal schneller als reines C. Und das wiederum lässt mein Gehirn komplett explodieren, weil ich nichts kenne, was schneller ist als reines C. Und 13,6 Mal wäre so schnell, dass Mojo das Potenzial hat, alle Anwendungen, die Performance wollen, auch von sich zu überzeugen. Also auch Games. Nun, erstmal ist Mojo eine Sprache, die sich auf KI und Machine Learning spezialisiert hat. Also Gaming hat erstmal keine Priorität und die Sprache ist wahnsinnig jung und noch nicht mal ganz fertig, wenn wir mal in die Docs gucken. Und dieser Faktor 13.6 ist natürlich auch ein sehr spezieller Use Case. Aber trotzdem, wie kann das sein? C gilt nicht umsonst als maximal effizient und als die Technologie, mit der man arbeiten muss, wenn man schnell will. Die Anwendung, die hier gebenchmarkt wurde, ist ein Mandelbrotbild. Für die, die nicht wissen, was das ist, hier mal ein kleines Video. Im Grunde kann man hier unendlich lange reinzoomen, denn die Berechnungsvorschrift für den Mandelbrot-Zoom erlaubt immer größere Werte, die immer neue Details zeigen. Man ist niemals fertig. An sich ist das also gar nicht so kompliziert. Man berechnet einfach nicht unendlich viel auf einmal, sondern hört nach einer gewissen Genauigkeit eben auf und geht dann, wenn man tiefer reingeht, eben noch höher mit der Genauigkeit. Hier ist übrigens Python-Code, der nach 1000 Iterationen stoppt. So. Und genau damit wird laut Mojo auch immer gestartet. Also nehmen wir an, wir haben zum Beispiel aus der Forschung Python-Code, wie wir das eben meistens bekommen. Der funktioniert halt einfach nur, das ist ganz solide, aber er ist halt nicht optimiert. Die Entwicklung läuft also weiter wie bisher und wenn wir dann wirklich eine Anwendung wie ChatGPT, ein Llama-Modell oder auch Stable Diffusion laufen lassen wollen, dann erst optimieren wir den Shit aus dem Code in Mojo raus. Hier haben die Entwickler ein paar Beispiele gezeigt. Einfach nur das Programm, also den Code, in Mojo zu nutzen, anstatt in Python, ihr erinnert euch, selber Code, und nichts dran zu ändern, brachte 46 mal schnellere Performance. 46.
Das liegt laut den Entwicklern daran, dass der Compiler im Hintergrund alles durchoptimiert und man auch beispielsweise in Mojo primitive Variablentypen programmieren kann, die dann halt von dem Compiler erstellt werden für euch. Anschließend optimieren die Entwickler noch die Berechnung und sparen ein paar Flops. Mit diesem optimierten Code bekommen wir schon eine Ausführung, die 89 mal so schnell ist wie die reine Python-Implementierung. Zum Vergleich übrigens, NumPy, eine C-Bibliothek, die wir in Python benutzen, hat es nur geschafft, 5-mal so schnell zu sein wie Python. Wir sind also etwa 18 mal schneller mit Mojo als mit NumPy. Und NumPy ist für Python-Entwickler der Speed-Up schlechthin. Das ist schon ziemlich krass. So, jetzt wird's lustig. Bislang ist der Code ja noch nicht wirklich parallel. Der Mandelbrot-Zoom ist fast schon erotisch gut parallelisierbar. Dazu wird der Code zu SIMD-Code, Single Instruction Multiple Data. Das ist wahnsinnig spannend und eine ganz andere Art zu programmieren. SIMD bezeichnet eine Art von Parallelverarbeitung, bei der ein einzelner Befehl gleichzeitig auf mehrere Datenpunkte angewendet wird. Stellt euch vor, ihr habt eine Liste von Zahlen und ihr möchtet zu jeder Zahl 5 hinzufügen. Anstatt jeden Wert einzeln zu bearbeiten, ermöglicht SIMD, dass alle Werte gleichzeitig bearbeitet werden. Die Instruction ist einfach 5 addieren. Die Daten ist jeder Wert aus der Liste. Das wird oft in Grafikprozessoren und für sehr bestimmte Arten von mathematischen Berechnungen verwendet, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Ich muss also nur wissen, was für beispielsweise jeden einzelnen Pixel berechnet werden soll. Durch diese Vektorisierung des Mandelbrot-Zooms gelang den Entwicklern ein Speedup von Faktor 527 im Vergleich zu reinem Python. Das Lustige ist, der Code ist noch nicht mal parallelisiert. Er läuft immer noch nur auf einem Kern. Hier wurde nur die Größe des Registers optimiert. Und übrigens, diese Größe ist auch abhängig vom genutzten System. Mojo hat ein Auto-Tune-Feature, das nochmal auf das System eingeht. Und damit haben die Entwickler dann Faktor 875 statt nur Faktor 527 Speedup erreicht. Ja, und jetzt wird wirklich auf alle Kerne verteilt. Die Entwickler haben hier 88 Kerne in ihrem System zur Verfügung gehabt. Ich habe leider nur 32 logische Kerne. Es kommt also immer stark auf das Zielsystem an, aber es wäre schon angenehm, wenn wir wirklich überhaupt mal alle Kerne nutzen können. Im Vergleich zu all den Anwendungen, die immer nur einen oder vielleicht eine Handvoll Kerne benutzen und dann weinen, dass sie nicht mehr genug Leistung bekommen. Ne? Das Geniale in Mojo, einfach die Parallelize-Methode aufrufen und schon läuft euer Code parallel. Lull. Damit haben die Entwickler einen Faktor 26.000 mal so schnellen Code wie reines Python bekommen. Um jetzt noch wirklich jeden Kern maximal auszulasten, kann man auch hier die Anzahl der Kerne sozusagen autotunen. Und dadurch bekamen die Entwickler eine Anwendung, die etwa 68.000 Mal so schnell läuft wie der reine Python-Code. Hier ist erstmal übrigens Ende der Fahnenstange, aber es läuft noch immer alles auf der CPU, also auf eurem Prozessor. In der Theorie soll Mojo auch alles auf die Grafikkarte packen können, wodurch ich zum Beispiel eine Vielzahl mehr an Kernen zur Verfügung hätte. Tensor Cores könnten genutzt werden, CUDA könnte genutzt werden und so weiter. Dieser Faktor ist übrigens jetzt keine Seltenheit. Auch im Matrix-Multiplikationsbeispiel, das die Entwickler auch als Python Jupyter Notebook bereitstellen, haben sie einen Speedup von 77.000 Mal die Geschwindigkeit von reinem Python bekommen. In anderen Beispielen wird noch eine Technologie namens MLIR, so eine Art Zwischenstufe kurz vor Assembler, verwendet. Sieht auch ähnlich furchtbar aus und sollte nur angefasst werden, wenn es wirklich viel Performance bringt. Oder wenn ChatGPT dann MLIR gelernt hat. Aber für all diese Optimierung braucht man natürlich ein paar zusätzliche, ich nenne sie mal Inspirationen von anderen Sprachen. Wenn ihr gerade mit Rust angefangen habt, dann habt ihr Glück. Es wird sich das Konzept der Mutability geklaut und mit var und let, eigentlich ähnlich wie in JavaScript umgesetzt. Borrow Checker und Ownership wie in Rust gibt's auch. Und sogar fucking generische Programmierung und Metaprogrammierung mit Zero-Cost-Abstractions sind vorhanden. Und da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das sind Themen für sich. Also, ich fasse nochmal zusammen. Mojo
Eine Sprache, die für absolut kranke Optimierung entwickelt wurde, klaut sich bei C++, bei C und bei Java die brutalsten OOP-Prinzipien, bei Rust klaut es sich Ownership und alles andere ist quasi Python-Code, den ich so schreiben kann, wie ich ein CUDA-Programm schreiben würde, nämlich komplett parallelisiert. Gleichzeitig wird der Code aber kompiliert für mehr Performance. Das hört sich ja sehr nach Spaß an. Aber das Beste ist, ehrlich gesagt, dass man einfach so mit Python-Code anfangen kann und anschließend optimieren kann. Hier nochmal ein ganz kurzer Exkurs in die Algorithmentechnik. In einem normalen Programm, das ihr zum Beispiel in Python schreibt, sagen wir mal, wollt ihr optimieren, weil es zu langsam ist. Dann macht ihr das normalerweise so. Ihr checkt in einer normalen Nutzung des gesamten Programms im Schnitt, wo die meiste Laufzeit drauf geht. In den meisten Fällen, falls ihr überhaupt Performance-Probleme habt, sind ein paar wenige Methoden die schlimmen Finger. Habt ihr jetzt Mojo, könnt ihr euer komplettes Python-Programm 1:1 übernehmen. Diese paar wenigen schlimmen Methoden könnt ihr dann komplett durchoptimieren. Denn in den meisten Fällen machen 20% der Funktionen mehr als 80% des Leistungsverbrauchs aus. Habt ihr die dann in Mojo ordentlich optimiert, habt ihr die Laufzeit eurer Anwendung am Ende vielleicht wirklich 1000-mal so schnell hinbekommen. Und wer weiß, wenn wir bald sogar in Mojo optimierte Bibliotheken bekommen, wäre das natürlich auch nochmal ein ordentlicher Bonus. Einfach importieren und for free Leistung sparen. Und das wäre tatsächlich richtig gut. Aber ja, ihr könnt natürlich auch einfach reine Python-Bibliotheken importieren und die dann in Mojo verwenden. Das geht nämlich auch. In dem Sinne vereint Mojo eigentlich die Vorteile von wirklich vielen Sprachen in sich und lässt sich in bestehenden Projekten problemlos benutzen. Und falls ihr euch an letzte Woche erinnert, genau das ist etwas, das man kostengünstig und ohne viel Aufwand auch in bestehende große Projekte integrieren kann und nutzen kann. Insofern, ich habe Mojo bei mir installiert und ich bin ein bisschen vorsichtig hyped. Veröffentlicht wurde übrigens Mojo erst für Ubuntu 22.04, aber das kriegt man auch unter Windows zum Laufen. Und ja, das ist erst letzte Woche passiert. Wenn dieses Video hier gut aufgenommen wird, würde ich eventuell demnächst schon mit ein paar Tutorials starten. Und dann schauen wir mal, wie euch am Ende die Sprache gefällt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.